Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ruby sorgt fürs Cardio-Training am Morgen und sagt, wir müssen durch die Bananenplantage. Super schön ist hier. Wir haben super geschlafen, ganz alleine, in völliger Ruhe und mit dem tollsten Ausblick aus der Schiebetüre. Aber jetzt hoffe ich, dass die Ruby schon langsam zurück zum Camper gehen möchte, denn wir haben heute noch Sightseeing vor. Abends kommt meine Mama an und da wollen wir die Insel noch umrunden bis dahin. Außerdem wartet die Euler sicher schon mit dem Frühstück und ich habe Hunger. Weiter geht's. Unsere Umrundung La Gomera setzen wir gegen den Uhrzeigersinn fort. Von Argulo geht es an Las Rosas und Tamargada vorbei in Richtung Valle Hermoso. Und jetzt haben wir auch noch unseren ersten Blick auf La Palma geworfen, unsere nächste Insel in einer Woche. Angekommen in Valle Hermoso, dem hübschen Tal. Nach Valle Hermoso, wo die Parkmöglichkeiten mit dem Camper ziemlich limitiert sind, entschließen wir uns zu einem Abstecher an die Playa de Valle Hermoso. Wenn ihr von Valle Hermoso die Stichstraße zum Strand nehmt, dann landet ihr hier. Hier gäbe es theoretisch ein Schwimmbad, aber das wird gerade renoviert. Einen Spielplatz und einen 60s Revival Chiringuito. Die Fahrt aus Valle Hermoso raus, die ist nichts für schwache Nerven und wenn jemand entgegenkommt, dann muss irgendwer halt zurückschieben, bis wieder Platz ist. Anders geht's nicht, da ist alles sehr schmal, aber außerhalb des Orts kommt dann gleich wieder die schöne breite Straße, die dann auch mit dem Camper kein Problem ist. Auf dieser Fahrt lassen wir uns einfach von der Landschaft verzaubern. Tiefe Schluchten, grün bewachsene Berge, das blaue Meer im Hintergrund. La Gomera ist wirklich wunderschön. Unser erster Wald seit Wochen, nein, Monaten. Typisch für La Gomera ist der Lorbeerwald, der bereits 2 Millionen Jahre alt ist.
Früher dehnte sich dieser Wald auch am Mittelmeer aus, doch nur mehr auf den Kanaren finden sich seine Überreste. Denn anders als in Europa führte hier keine Eiszeit zum Aussterben des Waldes. Über die Hälfte der Lorbeerwälder der Kanaren finden sich hier auf La Gomera. Kaum haben wir den Kamm erklommen, geht es auch schon wieder abwärts. Unser nächster Abstecher führt uns nach Valle Gran Rey. Sehr beeindruckend das Barranco Valle Gran Rey. Nur leider kommen wir jetzt in den Regen. Das kann auf La Gomera halt schnell gehen. Am einen Ende des Tunnels Sonnenschein, am anderen Nieselregen. Wird aber nicht lange anhalten, glaube ich, und sonst fahren wir einfach weiter. So, wir sind am Ende der Stichstraße hier runter durchs Valle Gran Rey. Schön, aber hier am Ende ist es ziemlich touristisch, das wussten wir vorher. Also es soll der touristischste Teil der Insel sein und das merkt man halt auch. Hier am Ufer, da wollten wir jetzt eigentlich nur kurz parken und Kaffee kochen, uns entspannen und dann die Fahrt wieder zurück nach San Sebastián antreten. Im Internet liest man, dass das Übernachten hier am Ufer verboten ist. Das wäre ja okay, aber das Verbotsschild sagt leider nichts von Nacht, sondern da steht nur Autocaravanas, Caravanas, prohibido. Laut spanischem Recht ist es so ja nicht rechtens, so wie ich es recherchiert und verstanden habe, denn man kann Autos nicht diskriminieren danach, ob sie Camper sind oder nicht, solange man normal parkt. Aber wir sind keine Juristen und es wird sicherlich Gründe für die Verbotsschilder geben. Und so suchen wir erstmal weiter. Vielleicht weiß ja jemand aus der Community genaueres. Wie ist das auf den Kanaren? Sind diese Camperparkverbote rechtlich okay oder nicht? Hinterlass uns gerne einen Kommentar. Unser erster Blick auf El Hierro. Jetzt haben wir alle Kanarischen Inseln bereits gesehen, zumindest aus der Ferne. La Palma heute Vormittag und El Hierro jetzt hier von der Westküste aus. Jetzt geht es aber zurück. Ich habe gerade mit der Mama telefoniert. Der Flug hat geklappt. Sie sind schon auf Teneriffa und jetzt kommt noch die Fährüberfahrt. Ich hoffe, das geht alles gut und wir fahren jetzt wieder über den Berg, um sie dort in Empfang zu nehmen. Für diesen wahnsinnig beeindruckenden Urwald haben wir heute leider nicht viel Zeit, aber das Wetter passt ohnehin nicht. Wir sind jetzt in der goldenen Stunde unterwegs nach San Sebastián und hatten da auf viele schöne Ausblicke gehofft. Leider hat der Regen und der Nebel etwas dagegen, aber jetzt schön langsam haben wir den Berg überwunden und auf der San Sebastián-Seite, der Ostseite, da klart es jetzt etwas auf und wir sehen zum Meer runter. Wir fühlen uns ein wenig wie zu Hause. Es gibt Gras, das erste Mal, dass wir Gras sehen seit Wochen. Es ist kalt, 7 Grad hier oben, wirklich. Und ja, viel Wald. Da hoffen wir noch auf einige Wanderungen, aber wie gesagt, zuerst mal zurück nach San Sebastián.
haben wir San Sebastian schon wieder zu unseren Füßen. Gleich sind wir da. Die Fähre sehen wir noch nicht am Wasser. So, hier sind wir jetzt am offiziellen Stellplatz. 12 € für 24 Stunden und F&E ist inkludiert. Sollte jetzt auch offen sein, ist aber nicht. Das Abwasser können wir trotzdem loswerden, aber Wasser ist abgesperrt und Chemie-Toilettenentsorgung auch. Das war uns wiederum egal. So, geduscht und ready. Ich glaube, die Fähre ist auch schon da. Perfektes Timing, Mama ist da, die Reiseplanung hat funktioniert. Zeit für einen gemütlichen Abend. Am nächsten Tag passiert nicht viel. Aus wettertechnischen Gründen bleiben wir in San Sebastian, sehen uns seine Märkte an und flüchten vor dem Regen in den Camper. La Gomera meint es nicht besonders gut mit uns, was das Wetter angeht. Ein perfekter Arbeitstag. Hat sich wieder geändert, der Wetterbericht. Eigentlich hätte es heute sonnig sein sollen und morgen regnerisch. Jetzt ist es heute schon den ganzen Tag kalt und regnerisch. Dafür soll es morgen sonnig sein. Wenn das nicht stimmt, ich sag's euch. Wir wechseln noch den Stellplatz und in einer Regenpause schaffen wir es ins nächste Restaurant, genießen kanarische Küche und hoffen auf besseres Wetter am Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Sonne ist zurück. Ja, ich habe für meine Sonnenbrille zurückkehren müssen. Wie toll. Hast du das gemerkt? Ja. Den Regentag gestern haben wir in San Sebastian verbracht mit einem Blick bei strahlendem Sonnenschein auf Tede in den Wolken und San Sebastian verabschieden wir uns erstmal vom Ort, denn für uns geht es jetzt wieder ins Bergland, jetzt mit besserem Wetter und wir haben eine Wanderung vor uns. Ich bin so beeindruckt von der grünen Landschaft auf La Gomera. Es ist nicht zum Sattschauen. So wunderschön. Die vielen Barrancos, die Täler zwischen den Gräten, sind nicht leicht zum Queren und deshalb gibt es hier auf der Insel La Gomera eine eigene Sprache, eine Pfeifsprache. Sie heißt Silbo Gomero und da hört man sich den ganzen Barranco weiter. Beim Wasserfüllen in San Sebastian haben wir von der Parkwächterin Empfehlungen für Wanderungen und schöne Orte bekommen und einen davon haben wir uns jetzt gerade angesehen. Chipude heißt er, liegt hier hinter uns und das bekannteste Sightseeing-Ziel in Chipude ist das sogenannte Fortaleza de Chipude. Ist kein tatsächliches Schloss oder keine tatsächliche Festung, sondern eine geologische Formation und da wandern wir jetzt drauf. Das war nicht ganz die richtige Wahl für die Family. Der letzte Teil hier auf die Fortaleza ist zum Klettern ziemlich anspruchsvoll. Viele Stufen und hier am
Fels dahin mit Abgründen. Also habe ich jetzt alleine noch ein Stück gemacht und jetzt geht es wieder abwärts. Mama und Begleitung haben sich für La Gomera ohne Mietwagen entschieden und ausgehend von unseren Erfahrungen können wir euch das nicht empfehlen. Bushaltestellen sind schwer zu finden, Fahrpläne enthalten nur Daumen mal Pi-Angaben, für Besucher ist das System nicht durchschaubar. Und deshalb fahren wir noch einmal nach Valle Gran Rey, denn dort fährt der Bus nach San Sebastian los und so weiß man immerhin, wann er das tut. Wir selbst bleiben dann gleich am dortigen Stellplatz, denn uns stehen Arbeitstage ins Haus. Guten Morgen. Ruby ist unzufrieden. Und der Grund sitzt hier. Wir werden verfolgt. Ruby, wo hast du dich jetzt reingeritten? Hm? Da sind wir in Valle Gran Rey, der angeblich schönste Teil der Insel, und hier gibt es entsprechend viel Besucher. Vor ein paar Tagen fanden wir es hier zu busy. Wir wissen nicht genau, was heute anders ist. Heute ist es sehr ruhig, also wahrscheinlich war hier wieder ein Kreuzfahrtschiff irgendwo vor Anker. Schön ist es wirklich vor allem das Tal, wenn man da oben steht und runterblickt. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Hier ist es am Strand, ja, geschäftig, ein schöner Ort, aber uns ein wenig zu überlaufen, wobei überlaufen für La Gomera Verhältnisse auch sehr verträglich ist. Einen Nachteil hat der Ort aber, die Sonne kommt morgens recht spät rein. Ich denke, heute bis 9:30 war es hier noch ziemlich dunkel und erst dann hat es die Sonne über die Insel drüber geschafft. Interessant für euch vielleicht, falls ihr einen Ausflug machen wollt, es gibt nicht nur die Möglichkeit zwischen San Sebastian und hier mit dem Bus hin und her zu fahren, was, wie die Mama gestern berichtet hat, eine ziemliche Tortur ist. 2,5 Stunden ist der Bus da unterwegs. Nein, es gibt auch die Möglichkeit, eine Personenfähre zu nehmen, die sogar nur die Hälfte der Zeit braucht und die zweimal am Tag zwischen San Sebastian und Valle Gran Rey hin und her düst. Hier gibt es alle Arten Camper. Ist übrigens in dieser Straße auch offiziell erlaubt. Steht sogar am Rand reserviert für Caravanas. Aber eben ist die Straße nicht. Ich glaube, man möchte nicht, dass Leute hier zu lange bleiben. Und der Schlaf ist nicht besonders gut. Ja, wie ihr wisst, sind wir ja nicht im Urlaub, sondern wir reisen und kombinieren da Arbeit mit Reisen. Und heute war mal ein Arbeitstag dran, auch gestern schon. Und deswegen kommt La Gomera jetzt etwas zu kurz, aber das hilft halt nichts. Das ist unser Reisemodus. Die Insel hat sicher noch viel zu bieten. Das Problem ist, man kann hier keinen Rundkurs fahren und dabei alles sehen, sondern die Straße, die im Kreis führt, die ist relativ weit am Berg oben. Man sieht schon was, aber wenn man jetzt jeden Strand, jeden Ort entdecken möchte, dann muss man immer eine Stichstraße zum Meer nehmen. Das kostet jedes Mal zumindest eine halbe Stunde, oft auch eine Dreiviertelstunde. Ist halt sehr kurvig, schmal und man kommt nur langsam voran. Auf La Gomera würden wir es sicher länger aushalten, man kann unzählige Wanderungen machen, aber wir haben jetzt trotzdem irgendwie das Gefühl, dass wir einen guten Eindruck von der Insel bekommen haben und die verschiedenen Landschaften gesehen haben. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch wesentlich Neues entdecken, nur wie gesagt, eine komplette Abhandlung der Insel schaffen wir diesmal nicht. Ich habe mich sehr auf die Vegetation von diesen Insel gefreut und bei den paar Wanderungen, die wir gemacht haben, habe ich mich super gefreut, die unterschiedlichen Pflanzen und Bäume zu besichtigen. Es ist ein wenig karg auf die anderen Inseln und hier habe ich gefreut, im Grünen wandern zu können.
Am Meer war es uns heute fast zu heiß in der Sonne und kaum ist man hier am Berg oben, hat man schon wieder Wolken und es ist beträchtlich kühler. Ich bereue es gerade, keine Jacke mitgenommen zu haben. Aber da vorne ist ein Mirador. Ich glaube, der bietet den besten Blick ins Valle Gran Rey, aber dort kann man nicht parken. Deswegen muss ich ein wenig spazieren. Es zahlt sich echt aus, von der Hauptstraße abzubiegen. Die kleineren Straßen haben viel weniger Besucher. Hier sind wir gerade komplett allein. Hier am Mirador de Valle Hermoso, den Ort seht ihr hinter mir und das Tal, da waren wir vor einigen Tagen. War auch von unten schön, aber der Blick darauf, der ist nochmal ein Stück beeindruckender. Leider haben wir gerade kein Licht, aber das ändert sich ständig, die Wolken ziehen schnell. Die Fahrt geht weiter zum nächsten Mirador. Die Straße dorthin ist nicht unbedingt wohnmobil geeignet, aber zu später Stunde sind die meisten Tagesausflügler wohl schon wieder weg und wir müssen immerhin nur selten ausweichen. Das ist gut so, denn oft gibt es dafür keinen Platz. Hier sind wir jetzt am Mirador de Abrantes, wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Hier habt ihr grandiose Ausblicke auf Tenerife und auf Argulo. Unter uns in diesem Ort waren wir vor einigen Tagen. Man könnte auch nach unten wandern, ist jetzt aber schon etwas spät am Tag. Die Ausblicke sind genial. Leider ist der Mirador selbst geschlossen. Hier gibt es wohl ein Restaurant. Dienstag bis Sonntag bis 16 Uhr geöffnet. Jetzt haben wir 16:30 Uhr und es ist schon zu spät. Und Montag, das wäre morgen, überhaupt geschlossen. Also da kommen wir nicht mehr rein. La Gomera ist unglaublich vielfältig. Hier haben wir jetzt plötzlich wieder rote Erde und das ist ein wirklich toller Kontrast zum blauen Meer und dem Schnee am Teide hinter uns. Dazwischen Urwald, dicht bewachsen, stockfinster, dunkelgrün. Moos und Flechten. Schwarzer Sand, schwarzer Fels, Steilküste. Gerade haben wir zum heutigen Video einen Kommentar bekommen, dass Gomera zu gebirgig sei. Für den Kommentator, ja, können wir nachvollziehen. Es ist schon sehr gebirgig, es geht immer rauf und runter und wie wir heute Vormittag schon berichtet haben, es dauert ewig irgendwo hinzukommen. Wir sind ja heute nur ca. 30 Kilometer gefahren, waren eine Stunde unterwegs dafür und wenn wir jetzt wieder woanders hin wollen, dann müssen wir zuerst diese Strecke zurückfahren. Denn es gibt sehr, sehr viele Stichstraßen, Sackgassen und da heißt dann einfach wieder schöne Ausblicke genießen, wenden, zurückfahren. Aber zum Wandern ist es halt perfekt. Ein Paradies für Wanderer. Kommt immer darauf an, was man sucht. Uns gefällt es sehr gut. Hier leben würde ich schon aus dem Grund nicht, den ich der Olda vor ein paar Tagen erklärt habe. Ich ziehe doch nicht an den Atlantik auf eine Insel, wo man dann nicht Wingfoilen und Windsurfen kann. Das wäre sehr blöd von mir.
Und deshalb scheidet La Gomera aus. Aber wenn man auf Teneriffa wohnt, dann ist man in 50 Minuten mit der Fähre da. Also ein perfektes Wanderwochenendziel. And the cat. Wir hätten übrigens problemlos bis zum Mirador fahren können. Es gab aber eine Limitierung auf 3,5 Tonnen an der Kreuzung und da hat uns der Mut verlassen, denn die Erfahrung haben wir auf Gran Canaria gemacht, dass sie nicht immer Schilder zur Höhenbegrenzung oder sonstigen Größenlimitationen aufstellen, sondern manchmal nur ein LKW-Fahrverbot oder eine Gewichtsbeschränkung. Deswegen haben wir oben geparkt, sind den Rest gegangen. Es wäre schon gegangen und der Parkplatz ist groß genug. Nur dazwischen gibt es halt Stellen, da sollte besser niemand entgegenkommen. Die Ausweichmöglichkeiten sind teilweise etwas spärlich gesät. Urwald. So cool, so toll zu beobachten. Nach unserem Spaziergang ist Ruby dran mit ihrer Erkundungstour. Wir lassen den Tag hier ausklingen. Keinesfalls unterschätzen sollte man die tiefen Temperaturen, für die der feuchte Wald hier in der Höhe sorgt. Hier darf die Dieselheizung erstmals seit langem wieder nachts arbeiten. Oh no. Ja. Das war's. Ich muss dich entwehren. Und weiter geht's. Knappe 2 Tage bleiben uns nun noch auf der Insel und wie wir die verbringen, erzählen wir euch beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute.